Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der trockenen, sonnenverbrannten Weite des heutigen Arizona, auf hoch aufragenden Tafelbergen, die wie steinerne Schiffe in einem Meer aus Wüstensand wirken, bewahrt ein altes Volk eine Reihe von Überlieferungen, die so tief und beunruhigend sind wie die ältesten Keilschrifttafeln Mesopotamiens. Es sind die Prophezeiungen der Hopi, ein mündlicher Kanon, der von Zerstörung und Erneuerung spricht, von Welten, die vor der unseren existierten, und von einem schmalen Pfad, den die Menschheit beschreiten muss, um dem Schicksal zu entgehen. Dies sind keine einfachen Mythen. Sie sind ein kosmologischer Fahrplan, eine Warnung, die durch die Jahrhunderte flüstert. Guten Abend. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der Welt verklingen. Wir begeben uns heute auf eine Reise in eine Landschaft aus Stein und Geist, in das Herz des amerikanischen Südwestens. Hier, auf den trockenen, windgepeitschten Mesas von Arizona, lebt ein Volk, dessen Name in seiner eigenen Sprache die Friedlichen bedeutet, die Hopi. Ihre Dörfer, wie das uralte Oraibi, gehören zu den ältesten, durchgehend bewohnten Siedlungen Nordamerikas. Sie sind keine Relikte einer vergangenen Zeit, sondern eine lebendige Kultur, die ihre Wurzeln tief in die Erde und die Zeit selbst gegraben hat. Um ihre Prophezeiungen zu verstehen, müssen wir zuerst das Volk verstehen, das sie seit unzähligen Generationen bewahrt. Die Hopi sind traditionell ein Volk von Ackerbauern. In einer der unwirtlichsten Gegenden des Kontinents haben sie gelernt, mit dem Land im Einklang zu leben, den Regen zu ehren und den Mais als heilige Gabe zu betrachten, die das Leben selbst symbolisiert. Ihre Gesellschaft ist matrilinear, das Erbe und der Clan werden über die Linie der Mutter weitergegeben, eine Struktur, die das Weibliche und die Erde als nährende Kräfte ehrt. Sie sehen sich selbst nicht als Eroberer oder Herrscher der Natur, sondern als ihre Verwalter, als Hüter der Balance. Diese Rolle, diese heilige Pflicht, bildet den Kern ihrer gesamten Weltanschauung. Für die Hopi ist die Zeit kein linearer Pfeil, der von der Vergangenheit in die Zukunft schießt. Sie ist zyklisch, ein endloses Muster von Schöpfung, Verfall und Erneuerung. Ihre Geschichte ist nicht in Büchern aus Papier geschrieben, sondern in den Felsen der Mesas, in den Mustern ihrer Töpferwaren und in den heiligen Zeremonien, die den Rhythmus des Jahres bestimmen. In ihren Kivas, den unterirdischen Zeremonienkammern, wird das Wissen von Generation zu Generation weitergegeben, mündlich, in Form von Liedern, Ritualen und epischen Erzählungen. Es sind diese Erzählungen, die von den kommenden und vergangenen Welten berichten, die wir heute als die Hopi-Prophezeiungen kennen. Sie sind keine einfachen Vorhersagen, sondern komplexe moralische Lehren, Warnungen und ein Leitfaden für das Überleben der Menschheit. Bevor wir in die Tiefen ihrer Kosmologie eintauchen, müssen wir diesen fundamentalen Punkt begreifen. Für die Hopi ist die spirituelle Balance der Welt eine fragile Angelegenheit und die Menschheit spielt die entscheidende Rolle bei ihrer Aufrechterhaltung oder ihrer Zerstörung. Um die Prophezeiungen der Hopi zu ergründen, müssen wir ihre Vorstellung vom Kosmos verstehen. Es ist eine Schöpfungsgeschichte von großer Eleganz und Tiefe. Am Anfang, so lehren die Ältesten, war nur der endlose Raum, Tokpela. In diesem Raum existierte nur Taiyova, der Schöpfer, das unendliche Nichts.
und doch das Potenzial für alles. Tayowa war allein, und so erschuf er aus seinem eigenen Geist einen Gehilfen, Sotuknang, den er seinen Neffen nannte. Ihm übertrug er den Auftrag, das Universum zu manifestieren und Ordnung in den Raum zu bringen. Sotuknang reiste durch die Leere und sammelte die Substanz des unendlichen Raumes, um 9 Welten zu formen. Eine für Tayowa, eine für sich selbst und 7 weitere für das zukünftige Leben. Auf Geheiß Tayowas erschuf er dann auf der ersten dieser Welten die Elemente, die Luft, das Wasser und das Land. Und schließlich erschuf er das Leben selbst, zunächst in Form von Spinnenfrau, Kokyangwuti, die als Vermittlerin zwischen dem Göttlichen und dem Geschaffenen dienen sollte. Spinnenfrau nahm ein wenig Erde, mischte sie mit ihrem Speichel und formte daraus die ersten beiden Wesen. Durch den Atem des Schöpfers, der durch Sotuknang floss, wurde ihnen Leben eingehaucht. So begann die Reise der Menschheit. Doch diese Reise ist kein gerader Weg. Die Hopi-Kosmologie basiert auf dem Konzept von 4 Welten, durch die die Menschheit wandern muss. Jede Welt stellt eine evolutionäre Stufe dar, eine Gelegenheit für die Menschheit, im Einklang mit dem Schöpfungsplan zu leben. Doch jede Welt birgt auch die Gefahr des Scheiterns. Wenn die Menschen ihre Verbindung zu Tayowa vergessen, wenn sie habgierig, uneins und respektlos gegenüber dem Leben werden, verlieren sie die spirituelle Balance. Die Welt selbst gerät aus den Fugen und wird unbewohnbar. Dann greift der Schöpfer ein, nicht aus Zorn, sondern aus Notwendigkeit. Er reinigt die Welt durch eine große Katastrophe, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Nur eine kleine Schar von Rechtschaffenen, jene, die sich an die ursprünglichen Lehren erinnern, wird gerettet und darf in die nächste Welt übertreten. Dieser zyklische Prozess von Schöpfung, Korruption, Zerstörung und Wiedergeburt ist der rote Faden, der sich durch die gesamte Geschichte und die Prophezeiungen der Hopi zieht. Es ist die Geschichte von 4 großen Prüfungen für die Seele der Menschheit. Die erste Welt, Tokpela genannt, war eine Welt der Vollkommenheit. Die Erzählungen beschreiben sie als einen Ort reinen Lichts, ohne Dunkelheit oder Kälte. Die Menschen lebten in Harmonie miteinander und mit der Natur. Sie verstanden die Sprache der Tiere und kommunizierten direkt mit ihrem Schöpfer. Es gab keine Krankheit, keinen Schmerz und keinen Mangel. Alles, was sie zum Leben brauchten, wurde ihnen von der Erde reichlich zur Verfügung gestellt. Ihre einzige Aufgabe war es, den Schöpfungsplan zu ehren und in Einheit zu leben. Sie waren eins mit dem Geist von Tayowa. Doch mit der Zeit begannen einige Menschen, Unterschiede zwischen sich und den Tieren zu sehen. Sie fühlten sich überlegen. Sie begannen ihre einzigartigen Gaben und Fähigkeiten nicht mehr als Teil des großen Ganzen zu betrachten, sondern als persönliches Eigentum. Ein leises Flüstern von Stolz und Arroganz schlich sich in ihre Herzen. Sie vergaßen allmählich, Tayowa und Sotuknang für das Geschenk des Lebens zu danken. Sie wurden selbstzufrieden und ihre Herzen verhärteten sich. Die Einheit zerbrach. Anstatt als eine Familie zu leben, bildeten sie Gruppen, die nur noch ihren eigenen Interessen folgten. Die Tiere, die ihre Gedanken lesen konnten, zogen sich aus Angst und Enttäuschung zurück. Die spirituelle Verbindung, die das Fundament dieser perfekten Welt bildete, erodierte. Sotuknang beobachtete diese Entwicklung mit großer Traurigkeit. Er warnte die Menschen, ermahnte sie, zum Pfad der Demut und des Respekts zurückzukehren. Doch die meisten hörten nicht auf seine Worte. Ihre Herzen waren erfüllt von den lauten Stimmen ihres eigenen Egos. Schließlich musste Sotuknang zu Tayowa zurückkehren und berichten,
dass die Schöpfung fehlgeschlagen war. Der Schöpfer entschied, dass die erste Welt zerstört werden musste, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Er wies Sotoknang an, die wenigen Menschen, deren Herzen rein geblieben waren, zu retten. Diese Auserwählten wurden von Spinnenfrau in die unterirdische Welt der Ameisenmenschen geführt, wo sie sicher waren. Dann öffnete Sotoknang die Vulkane und ließ Feuer über die Welt regnen. Die erste Welt, Tokpela, verging in einem globalen Inferno, das alles, was korrupt und aus dem Gleichgewicht geraten war, zu Asche verbrannte. Nachdem das Feuer der Reinigung die erste Welt verzehrt hatte, führte Sotoknang die Überlebenden aus ihrem unterirdischen Schutz an die Oberfläche einer neuen Welt. Diese zweite Welt, Tokpa genannt, was dunkle Mitternacht bedeutet, war anders als die erste. Die strahlende Perfektion von Tokpela war vergangen. Diese neue Welt war rauer, materieller. Die direkte telepathische Verbindung zum Schöpfer und zu den Tieren war verloren gegangen. Die Menschen mussten nun hart arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Sie bauten Häuser, gründeten Dörfer und entwickelten Werkzeuge. Zunächst erinnerten sie sich an die Lektionen aus dem Untergang der ersten Welt. Sie lebten bescheiden und arbeiteten zusammen, um die Herausforderungen ihrer neuen Umgebung zu meistern. Doch auch in Tokpa schlich sich langsam wieder ein Keim des Ungleichgewichts ein. Die Menschen lebten nicht mehr in kleinen, egalitären Gemeinschaften. Sie begannen Waren zu produzieren und Handel zu treiben. Bald vergaßen sie den Zweck dieser Dinge, das Überleben und das Wohl der Gemeinschaft, und begannen Reichtum um des Reichtums willen anzuhäufen. Besitz wurde zum Maßstab für den Wert eines Menschen. Diejenigen, die mehr hatten, begannen auf diejenigen herabzusehen, die weniger besaßen. Es entstanden Klassen, Hierarchien und Gier. Die Dörfer wuchsen zu Städten, und mit den Städten kamen die Streitigkeiten über Territorien und Ressourcen. Der Fokus der Menschen verlagerte sich von den spirituellen Geboten des Schöpfers auf die materiellen Verlockungen der Welt. Sie vergaßen, dass die Erde eine Gabe war, und begannen sie als ihr Eigentum zu betrachten. Wieder warnte Sotoknang sie, doch wieder waren ihre Ohren taub für seine Worte, übertönt vom Klirren der gehorteten Güter. Die Welt geriet erneut aus dem Gleichgewicht. Diesmal war es nicht der innere Stolz, der die Welt korrumpierte, sondern die äußere Gier. Als die Menschheit den Pfad des Schöpfers endgültig verlassen hatte, entschied Tayowa, dass auch diese Welt gereinigt werden musste. Er befahl Sotoknang, die Pole der Welt zu verschieben. Die Erde schwankte und erstarrte. Eine schreckliche Kälte legte sich über das Land, bedeckte alles mit einer dicken Schicht aus Eis und Schnee. Erneut wurden die wenigen Rechtschaffenen in den Schutz der Ameisenmenschen geführt, während die zweite Welt in einer globalen Eiszeit unterging. Guten Abend. In unserer stillen Betrachtung der Hopi-Kosmologie erreichen wir nun die dritte Welt, die Kuskurza. In den Überlieferungen wird sie als ein Zeitalter bemerkenswerten Fortschritts beschrieben. Eine Zivilisation, die große Städte baute und komplexe Gesellschaften entwickelte. Anders als in den vorherigen Welten war die Kommunikation und der Handel zwischen den Völkern weit verbreitet. Doch mit dem Fortschritt schlich sich eine tiefgreifende spirituelle Krankheit ein. Die Menschen vergaßen allmählich den Schöpferplan. Ihre Gebete wurden oberflächlich, ihre Zeremonien zu leeren Ritualen. Der Materialismus ergriff von ihnen Besitz. Die Erzählungen sprechen von Patuvota, fliegenden Schilden, die oft als eine Art fortschrittliche Technologie interpretiert werden.
Mit diesen Schilden reisten sie schnell von Ort zu Ort und führten sogar Kriege. Die Städte wuchsen, aber die Herzen der Menschen wurden klein und hart. Sie nutzten ihr Wissen nicht mehr zum Wohle aller, sondern zur Anhäufung von Macht und Reichtum. Die soziale Ordnung zerfiel in Gier und Korruption. Die Verbindung zur Natur, zum Gleichgewicht des Lebens, riss. Inmitten dieses Verfalls gab es einige wenige, die sich an die ursprünglichen Lehren erinnerten. Sie lebten abseits, praktizierten ihre Zeremonien im Stillen und blickten mit Sorge auf den Weg, den die Menschheit eingeschlagen hatte. Zu ihnen kam die Spinnengroßmutter, die weise Vermittlerin zwischen den Geistern und den Menschen. Sie warnte sie, dass der Schöpfer, Sotuknang, zutiefst betrübt war. Er sah, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten war und die Menschen ihre heilige Aufgabe verraten hatten. Eine Reinigung war unausweichlich. Sotuknang beschloss, die dritte Welt durch eine große Flut zu zerstören. Doch er wollte jene retten, deren Herzen noch rein waren. Die Spinnengroßmutter wies die Rechtschaffenen an, sich vorzubereiten. Sie sollten hohle Schilfrohre versiegeln und Vorräte sammeln. Die Warnung war ausgesprochen. Ein Zeitalter würde enden, nicht durch Feuer oder Eis, sondern durch Wasser, das alles wegspülen würde, was korrupt und unrein geworden war. Es ist eine zeitlose Parabel über den schmalen Grat zwischen Fortschritt und spirituellem Verfall. Als die Wasser stiegen und die dritte Welt in den Fluten versank, versammelten sich die Auserwählten. Geleitet von der Weisheit der Spinnengroßmutter und dem Befehl Sotuknangs suchten sie Schutz in ihren versiegelten Schilfrohren. Sie trieben auf dem endlosen Ozean, der ihre frühere Welt verschlungen hatte, in Dunkelheit und Ungewissheit. Ihre Reise war eine Prüfung des Glaubens, eine symbolische Passage durch das Chaos, um gereinigt wiedergeboren zu werden. Nach langer Zeit spürten sie, wie ihre Schilfrohre an Land stießen. Die Spinnengroßmutter wies sie an, eine Öffnung zu suchen, einen Sipapu, den Durchgang in die nächste Welt. Als sie aus dem Schilf kletterten, fanden sie sich an einem Ort wieder, der karg und unberührt war. Dies war die vierte Welt, Tu'uvakatsi, die Welt, die wir heute bewohnen. Die Luft war rein, das Land war still, doch sie waren nicht allein. Sie trafen auf eine Gestalt, eine geisterhafte Präsenz. Es war Masau-U, der Geist des Todes, aber auch der Hüter und Verwalter dieser Welt. Er erschien ihnen in furchterregender Gestalt, um ihren Mut und ihre Entschlossenheit zu prüfen. Die Überlebenden baten um Erlaubnis, in dieser neuen Welt leben zu dürfen. Masau-U stimmte unter einer entscheidenden Bedingung zu. Er bot ihnen ein einfaches Leben an, das auf Demut, Respekt und harter Arbeit beruhte. Er gab ihnen einen kleinen Maiskolben, eine Kürbisranke und einen Wurfstock, Symbole für ein Leben als Bauern und Verwalter der Erde, nicht als deren Herrscher. Sie sollten in alle 4 Himmelsrichtungen wandern, das Land mit ihren Schritten segnen und ihre spirituelle Verbindung zum Schöpfer durch ein Leben im Gleichgewicht unter Beweis stellen. Dieser Pakt mit Masau-U ist das Fundament der Hopi-Existenz. Es ist ein heiliger Vertrag, der sie dazu verpflichtet, als Hüter der Erde zu leben und die Harmonie zu wahren. Die vierte Welt war kein Geschenk, sondern eine anvertraute Verantwortung. Der Aufstieg war nicht nur eine physische Rettung, sondern der Beginn einer tiefen spirituellen Verpflichtung, die bis heute andauert. Der Pakt mit Masau-U war besiegelt. Nun begann für die verschiedenen Clans, die aus der dritten Welt aufgestiegen waren, eine der prägendsten Phasen ihrer Geschichte. Die großen Wanderungen.
Masau hatte ihnen aufgetragen, sich in alle 4 Himmelsrichtungen zu zerstreuen und das Land zu durchqueren, bevor sie sich an einem vorherbestimmten Ort, dem spirituellen Zentrum, niederlassen durften. Diese Reisen waren weit mehr als eine bloße Migration zur Landnahme. Sie waren eine spirituelle Pilgerreise, ein Prozess, durch den die Hopi das Land zu ihrem heiligen Territorium machten. Jeder Clan folgte einem eigenen Weg, geleitet von Zeichen, Visionen und den Sternen. Auf ihren Reisen hinterließen sie Spuren, nicht nur physische Ruinen, sondern auch eine spirituelle Signatur im Land, bekannt als Tutsqua Ikatsi, das Land und das Leben. Sie gründeten Siedlungen, verweilten für Generationen und zogen dann weiter, wenn ein Zeichen es ihnen gebot. Felszeichnungen, Schreine und die Namen von Bergen und Quellen wurden zu Markierungen auf einer riesigen, unsichtbaren, spirituellen Landkarte. Jeder Clan sammelte auf seiner spezifischen Route einzigartiges Wissen über Pflanzen, Tiere, Wasserquellen und die heiligen Kräfte bestimmter Orte. Diese Wanderungen waren eine Prüfung der Ausdauer, des Glaubens und des Zusammenhalts. Sie dienten dazu, die Lehren von Demut und Abhängigkeit von der Erde zu verinnerlichen. Nach Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden der Wanderschaft begannen die ersten Clans, das Ziel ihrer Reise zu erreichen, die Black Mesa im heutigen Arizona, das Herz der Hopi-Welt. Hier gründeten sie ihre Dörfer. Das älteste und bedeutendste von ihnen ist Oraibi, das um das Jahr 1100 nach Christus gegründet wurde und als eine der ältesten, durchgehend bewohnten Siedlungen Nordamerikas gilt. Die Ankunft in Oraibi war nicht das Ende der Reise, sondern der Beginn einer neuen Phase des heiligen Auftrags. Das in den Wanderungen gesammelte Wissen zusammenzuführen und als Hüter des Gleichgewichts an diesem zentralen Ort zu wachen. In der Nähe des alten Dorfes Oraibi, in die Oberfläche eines Sandsteinfelsens geritzt, befindet sich eines der tiefgründigsten und meist diskutierten Symbole der Hopi-Kultur, der Prophezeiungsfelsen. Dieses Petroglyph ist keine einfache historische Aufzeichnung, sondern eine komplexe, alineare Darstellung des Hopi-Weltbildes und des Weges, der vor der Menschheit liegt. Es ist eine in Stein gemeißelte philosophische Landkarte. Betrachten wir die Symbole in Ruhe. Auf der linken Seite steht eine große menschliche Figur, die den großen Geist oder Masau selbst repräsentiert. Von dieser Figur geht ein gerader Linienpfad aus, der den ursprünglichen spirituellen Weg darstellt, den die Hopi nach ihrem Aufstieg in die 4. Welt beschreiten sollten. Dieser untere Pfad zeigt eine einfache Figur, die sich um Mais kümmert, ein Symbol für ein Leben in Harmonie mit der Natur, in Demut und im Einklang mit dem Schöpferplan. Doch bald nach dem Beginn teilt sich der Weg. Ein zweiter, oberer Pfad zweigt ab. Dieser obere Weg zeigt 3 gebeugte Figuren, die durch Linien miteinander verbunden sind, was einige als Darstellung eines anderen, materialistischen Lebensweges interpretieren, vielleicht den Weg der Weißen oder allgemeiner den Weg der technologischen Zivilisation, die den Kontakt zur Erde verloren hat. Dieser obere Pfad wird zunehmend zackig und unruhig, was auf Chaos und Zerstörung hindeutet, bevor er in nichts endet. Der untere, spirituelle Pfad verläuft weiter geradeaus. Er ist nicht ohne Herausforderungen, symbolisiert durch Kreise, die möglicherweise große Umwälzungen oder Weltkriege darstellen. Doch derjenige, der auf diesem Pfad bleibt, erreicht schließlich ein Ziel des Friedens und der Langlebigkeit, symbolisiert durch eine Figur, die in Wohlstand lebt.
Der Felsen ist keine fatalistische Vorhersage, sondern eine Warnung und eine Darstellung der Wahlfreiheit. Er zeigt zwei mögliche Zukünfte, zwei Lebensweisen. Die Verbindungslinien zwischen den Pfaden deuten darauf hin, dass es möglich ist, den Weg zu wechseln. Es ist eine ewige Mahnung, über die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken und bewusst den Weg des Gleichgewichts zu wählen. In der Stille der Mesas, getragen vom Flüstern des Windes, bewahren die Hopi eine Reihe von Omen, die den Übergang von der 4. in die 5. Welt ankündigen sollen. Diese 9 Zeichen sind keine starren, datierten Vorhersagen im westlichen Sinne, sondern vielmehr poetische, fast organische Beschreibungen eines tiefgreifenden Wandels im Gleichgewicht der Welt. Sie sind Wegmarken auf einer Reise, die die Menschheit an den Rand einer großen Entscheidung führt. Das erste Zeichen spricht von der Ankunft weißhäutiger Menschen, die das Land nehmen, das nicht ihnen gehört, und die den Feind mit dem Donner schlagen. Eine unverkennbare Anspielung auf die Ankunft der Europäer mit ihren Feuerwaffen. Weitere Zeichen folgen in einer Kaskade von Bildern, die für die Hopi des Altertums unvorstellbar gewesen sein müssen und doch mit erschreckender Klarheit auf unsere moderne Welt zu passen scheinen. Es ist die Rede von Stimmen, die durch die Luft reisen, von Spinnweben, die sich über das ganze Land spannen. Ein Bild, das viele in den Telegraphen und Stromleitungen des 20. Jahrhunderts wiedererkennen. Es wird von steinernen Flüssen gesprochen, die das Land durchziehen und auf denen sich Bilder spiegeln, eine Metapher, die auf unsere asphaltierten Autobahnen bei Nacht passt. Die Prophezeiung warnt vor einer Zeit, in der das Meer schwarz wird und viele Lebewesen darin sterben, eine Vision, die an die ökologischen Katastrophen durch Ölverschmutzungen erinnert. Junge Menschen mit langem Haar, so ein weiteres Zeichen, werden kommen und sich den Stammesnationen anschließen, um deren Weisheit zu lernen. Diese Zeichen sind keine Drohungen, sondern Diagnosen. Sie beschreiben die Symptome einer Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, einer Menschheit, die den Pfad von Masao verlassen hat. Jedes Zeichen ist eine Einladung zum Innehalten, zum Nachdenken darüber, wie weit wir uns von einem Leben in Harmonie entfernt haben. Sie sind die leisen, aber eindringlichen Warnungen, die dem großen, reinigenden Sturm vorausgehen, der den Weg für die neue Welt ebnen soll. Unter den 9 Zeichen sticht eines durch seine besondere Bildhaftigkeit und seine scheinbar direkte Verbindung zu unserer technologischen Gegenwart hervor. Die Prophezeiung spricht von einer Zeit, in der ein Haus aus Glimmer am Himmel errichtet wird, das wie ein Stern um die Erde kreist. In dieser Himmelswohnung, so die Überlieferung, werden Menschen leben und arbeiten. Für die Hopi, deren Welt von Erde, Stein und den Zyklen der Natur geprägt ist, muss diese Vision von einer radikalen Fremdartigkeit gewesen sein. Glimmer, ein Mineral, das in den Felsen ihrer Heimat funkelt, wird hier zum Baustoff für ein himmlisches Konstrukt. Diese Metapher ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie eine Kultur versucht, das Unbekannte mit den Begriffen des Bekannten zu fassen. Viele moderne Beobachter sehen in diesem Haus aus Glimmer eine unübersehbare Parallele zur internationalen Raumstation ISS oder früheren Stationen wie der Mir. Die Vorstellung von Menschen, die hoch über der Welt schweben, getrennt von der Erde, die sie nährt, passt nahtlos in das Hopi-Konzept von Koyaanisqatsi, einem Leben aus dem Gleichgewicht. Es ist der ultimative Ausdruck einer Menschheit, die glaubt, sich von den Gesetzen der Natur lösen zu können.
Die Prophezeiung endet jedoch nicht mit der reinen Beschreibung. Sie warnt, dass, wenn dieses himmlische Haus vom Himmel fällt, es ein Zeichen für den nahenden großen Umbruch sein wird. Ein blauer Stern, so heißt es, wird kurz darauf sichtbar werden und die Zeit der Reinigung wird beginnen. Ob man dies nun wörtlich nimmt oder als eine tiefere symbolische Warnung versteht, die Botschaft ist klar. Die technologische Hybris, der Versuch, selbst die Sterne zu bewohnen, ohne die Harmonie auf der eigenen Welt wiederhergestellt zu haben, ist ein gefährlicher Schritt. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Menschheit den Blick nach außen richtet, während die fundamentalen Probleme im Inneren und auf der Erde ungelöst bleiben. Das funkelnde Haus am Himmel ist somit nicht nur ein technologisches Wunder, sondern auch ein spirituelles Mahnmal. Von allen Prophezeiungen der Hopi ist vielleicht keine so düster, so präzise und so erschütternd wie die Vision vom Kürbis voller Asche. In der ruhigen, rhythmischen Erzählung der Ältesten nimmt diese Passage einen besonders ernsten Ton an. Sie beschreibt eine Zeit, in der die Menschheit eine Waffe erfindet, die eine unvorstellbare Zerstörungskraft besitzt. Die Worte malen ein Bild von einem Kürbis oder einer Kalebasse, der vom Himmel fällt und bei seiner Landung die Ozeane zum Kochen bringt, das Land zu einem leblosen Nichts verbrennt und eine Aschewolke erzeugt, die jahrelang das Leben auslöschen kann. Für Generationen von Zuhörern mag dies wie eine mythische Übertreibung geklungen haben. Doch am 16. Juli 1945, in der Wüste von New Mexico, nicht allzu weit vom Land der Hopi entfernt, explodierte die erste Atombombe. Die pilzförmige Wolke, die sich in den Himmel schraubte, verlieh der alten Prophezeiung eine grauenhafte, konkrete Gestalt. Der Kürbis voller Asche war nicht länger nur eine Metapher. Er war zur Realität geworden. Die Hopi sahen in dieser Erfindung den Gipfel der menschlichen Abkehr vom heiligen Pfad. Es war die ultimative Manifestation von Koya Aniskatsi, die Fähigkeit, die Schöpfung selbst in einem Augenblick zu vernichten. Die Prophezeiung warnt eindringlich davor, dass dieser Kürbis zweimal auf Völker fallen würde, die in einem Land im Osten leben, eine schreckliche Vorwegnahme der Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki. Die Hopi-Ältesten betonen, dass diese Vision keine Billigung oder Rechtfertigung ist, sondern eine tief empfundene Warnung. Sie sahen diese Entwicklung als ein klares Zeichen dafür, dass die vierte Welt ihrem Ende nahe ist. Die Macht, das Leben auf der Erde auszulöschen, ist die letzte und größte Prüfung für die Menschheit. Die Entscheidung, eine solche Macht zu besitzen und sie sogar einzusetzen, ist der Beweis, dass die spirituelle Entwicklung nicht mit der technologischen Schritt gehalten hat. Der Kürbis voller Asche ist das Symbol für eine Zivilisation am Scheideweg, die entweder ihren zerstörerischen Kurs fortsetzt oder in letzter Minute zur Besinnung kommt. Im Herzen der Hopi-Prophezeiungen für die Endzeit steht eine Gestalt voller Hoffnung und zugleich großer Gefahr. Der Pahana, der lang erwartete, verlorene weiße Bruder. Die Legende erzählt, dass bei der großen Völkerwanderung nach der Zerstörung der vorherigen Welt die Ahnen der Hopi in alle 4 Himmelsrichtungen zogen. Ein Bruder, dessen Haut heller war, zog nach Osten und versprach, eines Tages zurückzukehren. Seine Rückkehr würde den Beginn der neuen, friedlichen 5. Welt markieren. Doch diese Rückkehr ist an strenge Bedingungen geknüpft. Der wahre Pahana wird die zweite Hälfte einer zerbrochenen Steintafel bei sich tragen, die perfekt zu dem Teil passt, den die Hopi über die Jahrhunderte aufbewahrt haben. Er wird die Sprache der Hopi kennen und ihre Zeremonien verstehen.
Er wird nicht mit einer neuen Religion kommen oder versuchen, die Hopi zu bekehren, sondern ihre Lebensweise bestätigen und ihnen helfen, das Land von jenen zu reinigen, die bösen Herzens sind. Diese Prophezeiung ist jedoch untrennbar mit einer Warnung verbunden. Die Hopi wurden instruiert, sich vor falschen Pahanas in Acht zu nehmen. Viele würden kommen, die behaupten, der verlorene Bruder zu sein. Aber ihre wahren Absichten wären egoistisch. Sie würden eine andere Religion predigen, wie das Christentum. Oder sie würden nach Reichtum und Macht streben. Aus historischer Sicht spiegelt diese Warnung die traumatischen Erfahrungen der Hopi mit den spanischen Konquistadoren und späteren amerikanischen Siedlern wider. Viele kamen und versprachen Erlösung oder Fortschritt, brachten aber Unterdrückung, Krankheit und die Zerstörung ihrer Kultur. Die Figur des Pahana ist also keine naive Erlöserfantasie. Sie ist ein komplexes, spirituelles Konzept über Authentizität, Integrität und die Fähigkeit, zwischen wahrer Hilfe und manipulativer Einmischung zu unterscheiden. Die Ankunft des Pahana ist nicht nur ein Ereignis, auf das man passiv wartet. Es ist eine Prüfung für die Weisheit und Standhaftigkeit der Hopi selbst. Eine Prüfung, die wahren Verbündeten der Menschheit von ihren Verführern zu unterscheiden. Kurz bevor die Welt gereinigt und neu geboren wird. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts blieben die tiefen kosmologischen Vorstellungen der Hopi weitgehend ein Geheimnis für die Außenwelt, bewahrt in mündlichen Überlieferungen und zeremoniellen Zyklen. Dies änderte sich schlagartig im Jahr 1963 mit der Veröffentlichung eines einzigen monumentalen Werkes, das Buch der Hopi von Frank Waters. Dieses Buch sollte für Generationen von Suchenden, Akademikern und Neugierigen zum primären, wenn nicht einzigen, Fenster in die spirituelle Welt der Hopi werden. Es präsentierte eine kohärente epische Erzählung, von der Schöpfung der Welten über die großen Wanderungen bis hin zu den detaillierten Prophezeiungen über das Ende des 4. Zeitalters. Die Wirkung war immens. Zum ersten Mal schien eine authentische, indigene Stimme, eine alternative Geschichte der Menschheit und eine ernste Warnung für ihre Zukunft zu formulieren. Doch die Entstehungsgeschichte des Buches ist komplex und seine Authentizität bis heute Gegenstand intensiver Debatten. Waters, ein Schriftsteller mit großem Interesse an der Spiritualität des amerikanischen Westens, war kein Hopi. Seine Hauptquelle war Oswald Whitebear Fredericks, ein Hopi, der ihm als Übersetzer und Vermittler diente. Fredericks sammelte über Jahre hinweg Erzählungen von verschiedenen Ältesten aus unterschiedlichen Clans. Das Problem liegt in der Natur dieses Prozesses. Waters und Fredericks nahmen diese vielfältigen, oft kontextspezifischen und manchmal sogar widersprüchlichen Clangeschichten und fügten sie zu einer einzigen, linearen, fast biblisch anmutenden Erzählung zusammen. Was als ein Mosaik aus mündlichen Traditionen existierte, wurde in die starre Form eines Buches gegossen. Viele traditionelle Hopi erkannten ihre eigenen Überlieferungen in dieser vereinheitlichten Form nicht wieder oder kritisierten, dass heiliges Wissen, das nur für Eingeweihte bestimmt war, öffentlich gemacht wurde. Das Buch der Hopi ist also ein Paradoxon. Es ist einerseits ein unschätzbar wichtiges Dokument, das das Interesse an der Hopi-Kultur weltweit entfacht hat und viele ihrer Kernkonzepte bewahrte. Andererseits ist es ein kulturelles Konstrukt, ein durch einen westlichen Filter interpretiertes Amalgam, das eine Einheitlichkeit und Dogmatik suggeriert, die in der gelebten, mündlichen Tradition der Hopi möglicherweise nie existierte.
Es ist weniger ein direktes Transkript, als vielmehr eine Interpretation. Ein faszinierendes, aber auch problematisches Meisterwerk, das unsere Sicht auf die Prophezeiungen bis heute prägt. Die Veröffentlichung von Frank Waters' Buch der Hopi löste nicht nur öffentliches Interesse aus, sondern auch eine tiefgreifende akademische Debatte, die bis heute andauert. Im Zentrum dieser Auseinandersetzung stehen grundlegende Fragen zur Natur von mündlichen Überlieferungen und dem unvermeidlichen Prozess der Transformation, wenn sie in Schriftform gebracht werden. Anthropologen und Ethnologen weisen darauf hin, dass mündliche Traditionen fließend sind. Sie leben vom Kontext, von der Intonation des Erzählers, von der Interaktion mit dem Publikum und können sich von Generation zu Generation leicht verändern. Das Festhalten in einem Buch friert eine Version dieser Geschichte ein und verleiht ihr eine Autorität, die sie in ihrer ursprünglichen Form vielleicht nie besaß. Ein weiterer zentraler Punkt der wissenschaftlichen Kritik ist das Phänomen des Synkretismus. Die Hopi lebten nicht in einem Vakuum. Seit dem 16. Jahrhundert hatten sie Kontakt mit spanischen Missionaren und später mit anderen christlichen Konfessionen. Es ist für Gelehrte plausibel, ja sogar wahrscheinlich, dass bestimmte Elemente der christlichen Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, in die Hopi-Kosmologie eingeflossen sind. Konzepte wie eine lineare Abfolge von Welten, eine apokalyptische Endschlacht zwischen Gut und Böse oder die erwartete Rückkehr einer messianischen Figur wie des Pahana, des wahren weißen Bruders, weisen Parallelen zu christlichen Vorstellungen auf. Dies schmälert nicht die Eigenständigkeit des Hopi-Glaubens, sondern zeigt vielmehr seine Fähigkeit, äußere Einflüsse aufzunehmen und in das eigene Weltbild zu integrieren. Die Debatte ist also nicht, ob die Prophezeiungen wahr sind, sondern wo ihre Wurzeln liegen und wie sie sich über die Zeit geformt haben. Einige Forscher, wie der Religionswissenschaftler Armin Geertz, argumentieren, dass die am weitesten verbreiteten prophetischen Erzählungen, insbesondere die über das Ende der Welt, eine relativ neue Entwicklung sind, die stark von diesen interkulturellen Kontakten geprägt wurde. Andere betonen die tiefen, prähistorischen Wurzeln der zugrunde liegenden zyklischen Weltsicht. Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung ist entscheidend. Sie befreit die Hopi-Prophezeiungen aus dem Reich der reinen Mystik und verortet sie in einem realen, historischen Prozess des kulturellen Austauschs und der Anpassung. Sie zwingt uns, genauer hinzusehen und zu fragen, was ursprünglich Hopi ist und was das Ergebnis eines jahrhundertelangen Dialogs zwischen den Kulturen sein könnte. Wo tiefgreifende Mysterien und kulturelle Komplexität existieren, folgt oft eine Welle der Vereinfachung und Vereinnahmung. Die Hopi-Prophezeiungen sind dafür ein Paradebeispiel. Ab den 1970er Jahren wurden sie zunehmend aus ihrem kulturellen Kontext gerissen und zu einem zentralen Bestandteil der aufkeimenden New Age-Bewegung. In diesem neuen Umfeld wurden die Prophezeiungen oft ihrer spezifischen Hopi-Bedeutung beraubt und zu universellen Vorhersagen über ein Zeitalter des Wassermanns, Bewusstseinssprünge oder planetarische Aufstiege umgedeutet. Der Pahana wurde nicht mehr als spezifische Figur der Hopi-Mythologie verstanden, sondern als Symbol für ein universelles Christusbewusstsein. Diese Interpretation, obwohl oft gut gemeint, ignoriert die Komplexität und die kulturelle Eigenständigkeit der Hopi-Tradition. Sie verwandelt eine lebendige Kultur in ein Selbstbedienungsbuffet für spirituelle Ideen, die den eigenen westlichen Bedürfnissen angepasst werden.
Noch problematischer ist die Vereinnahmung durch die Pseudowissenschaft, insbesondere durch die Präastronautik oder Ancient Aliens Theorien. In dieser Lesart sind die Kachinas keine Geistwesen mehr, sondern Außerirdische. Die Ameisenmenschen, die die Hopi in der Unterwelt beschützten, werden zu kleinen grauen Aliens. Die Zerstörung der früheren Welten wird auf interstellare Kriege zurückgeführt und der blaue Stern Kachina zu einem Raumschiff oder einem explodierenden Heimatplaneten. Diese Theorien sind aus historischer und anthropologischer Sicht nicht haltbar. Sie beruhen auf einer fundamentalen Missachtung der indigenen Kultur, indem sie ihr die Fähigkeit absprechen, eine komplexe eigene Kosmologie zu entwickeln. Anstatt die Metaphern und Symbole im Kontext der Hopi-Weltsicht zu verstehen, einer Welt, in der die Grenzen zwischen dem Physischen und dem Spirituellen durchlässig sind, projizieren diese Theorien moderne Science-Fiction-Fantasien auf eine alte Kultur. Sie ersetzen das echte Mysterium der menschlichen Vorstellungskraft durch eine banale, technologische Erklärung. Der intellektuelle Reiz dieser Theorien mag für manche groß sein, doch ihr Effekt ist schädlich. Sie entfremden die Hopi von ihrem eigenen Erbe und lenken die Aufmerksamkeit von den wahren, tiefgründigen Botschaften der Prophezeiungen ab. Den Warnungen vor Gier, Respektlosigkeit gegenüber der Natur und dem Verlust des spirituellen Gleichgewichts. Um die Essenz der Hopi-Prophezeiungen wirklich zu verstehen, müssen wir uns von spezifischen Vorhersagen und sensationellen Interpretationen lösen und uns einem einzigen, zentralen Konzept zuwenden. Es ist ein Wort aus der Hopi-Sprache, das durch den gleichnamigen experimentellen Film von Godfrey Reggio aus dem Jahr 1982 weltberühmt wurde. Koyaanisqatsi. Die gängigste Übersetzung lautet Leben aus dem Gleichgewicht. Doch diese einfache Übersetzung kratzt nur an der Oberfläche seiner tiefen Bedeutung. Koyaanisqatsi beschreibt nicht nur einen Zustand, sondern einen Prozess. Es steht für ein Leben, das verrückt geworden ist, ein Leben in Aufruhr, ein Leben, das auseinanderfällt. Es ist ein Leben, das so gelebt wird, dass es ein anderes Leben erfordert, eine Existenz, die auf ständiger Beschleunigung, unstillbarem Konsum und der Ausbeutung der natürlichen Welt basiert. Dieses Konzept ist der eigentliche Kern, der Motor hinter allen Warnungen der Prophezeiungen. Die Zerstörung der vorherigen Welten durch Feuer, Eis oder Wasser geschah nicht durch zufällige Katastrophen oder göttliche Willkür. Sie war die unvermeidliche Konsequenz eines Lebensstils, der das heilige Gleichgewicht, das der Schöpfer Masor der Menschheit aufgetragen hatte, missachtete. Wenn die Prophezeiungen von einer Zeit sprechen, in der die Menschen Kürbisse aus Asche vom Himmel werfen, beschreiben sie nicht nur die Atombombe als Waffe. Sie beschreiben den ultimativen Ausdruck von Koyaanisqatsi, die Fähigkeit der Menschheit, die Welt in einem einzigen Akt des Ungleichgewichts vollständig zu zerstören. Wenn von Straßen am Himmel und vom Spinnen eines weltumspannenden Netzes die Rede ist, geht es weniger um die Vorhersage von Flugzeugen und dem Internet, als vielmehr um die fieberhafte, unnatürliche Geschwindigkeit und die künstliche Vernetzung einer Welt, die den Kontakt zu ihren Wurzeln in der Erde verloren hat. Koyaanisqatsi ist somit eine Diagnose des modernen Zustands. Es ist die Beobachtung, dass unsere technologisch fortschrittliche Zivilisation in einem tiefen, spirituellen und ökologischen Ungleichgewicht existiert. Die Prophezeiungen sind aus dieser Perspektive keine fatalistischen Vorhersagen eines unvermeidlichen Endes. Sie sind eine eindringliche Aufforderung
zur Selbstreflexion. Sie stellen die entscheidende Frage: Erkennen wir den Zustand von Koyaanisqatsi in unserer eigenen Welt? Und wenn ja, sind wir bereit, unseren Kurs zu ändern, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, bevor es zu spät ist? In der Mitte des 20. Jahrhunderts, als die Welt noch die Narben zweier globaler Konflikte trug und in den kalten Griff eines neuen, atomaren Wettrüstens geriet, spürten die Hopi-Ältesten, dass die Zeit gekommen war. Eine ihrer zentralen Prophezeiungen sprach von einem Haus aus Glimmer am östlichen Ufer des großen Wassers, wo sich die Nationen der Welt versammeln würden, um über den Frieden zu sprechen. In diesem Haus, so die Weissagung, müsse die Hopi-Botschaft gehört werden, bevor es zu spät sei. Dieses Haus aus Glimmer identifizierten sie als das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Getrieben von einem Gefühl heiliger Verpflichtung, unternahmen Delegationen von traditionellen Hopi-Ältesten ab den späten 1940er Jahren mehrere beschwerliche Reisen von ihren Mesas in Arizona in die Metropole. Es waren Reisen zwischen Welten. Männer wie Dan Kachongwa und später Thomas Banyatsia, die ihr Leben nach alten Rhythmen und Zeremonien ausrichteten, betraten die Gänge der modernen Diplomatie. Sie kamen nicht als politische Aktivisten im heutigen Sinne, sondern als spirituelle Botschafter, als Hüter einer heiligen Anweisung, die über Generationen weitergegeben wurde. Ihre Botschaft war einfach und doch zutiefst komplex. Sie warnten vor dem Kürbis voller Asche ihrer prophetischen Beschreibung der Atombombe, einer Waffe, die die Macht besaß, alles Leben zu vernichten und das Gleichgewicht der Welt unwiderruflich zu stören. Sie sprachen von der Notwendigkeit, zum spirituellen Pfad zurückzukehren, die Erde als lebendiges Wesen zu ehren und die materielle Gier aufzugeben, die die vierte Welt an den Rand des Abgrunds trieb. Doch ihre Stimme fand kaum Gehör. Sie wurden oft abgewiesen. Ihre Bitten um eine offizielle Anhörung vor der Generalversammlung blieben jahrzehntelang unerfüllt. Man betrachtete sie als Kuriosität, als Vertreter einer untergehenden Welt, deren Weisheit in der Ära des technologischen Fortschritts und der geopolitischen Machtspiele irrelevant schien. Dennoch gaben sie nicht auf. Jede Reise, jede Abweisung war für sie Teil der Prophezeiung selbst, ein Test des Glaubens und der Beharrlichkeit. Sie wussten, dass ihre Pflicht nicht darin bestand, erfolgreich zu sein, sondern darin, es zu versuchen, das spirituelle Gleichgewicht zu wahren, indem sie die Warnung aussprachen, unabhängig davon, ob die Welt zuhörte oder nicht. Um die Tiefe der Hopi-Prophezeiungen zu verstehen, müssen wir unseren Blick vom geschriebenen Wort ab und dem Himmel zuwenden. Denn die Hopi-Kosmologie ist untrennbar mit den Zyklen des Kosmos verwoben. Ihr gesamtes zeremonielles Leben, ihre Landwirtschaft und ihre soziale Struktur sind ein Spiegelbild der Rhythmen von Sonne, Mond und Sternen. Dies ist keine metaphorische Verbindung. Es ist eine präzise, über Jahrtausende verfeinerte Wissenschaft des Heiligen. Die Dörfer selbst, wie Oraibi, das als eine der ältesten durchgehend bewohnten Siedlungen Nordamerikas gilt, sind oft nach kardinalen und solaren Ausrichtungen angelegt. Die Kivas, ihre unterirdischen Zeremonienkammern, fungieren als Observatorien und zeremonielle Zentren, deren Öffnungen und Leitern so positioniert sind, dass sie das Licht der Sonne an den Sonnenwänden oder bestimmten Sternenkonstellationen einfangen. Der Hopi-Kalender ist kein linearer Zeitstrahl, sondern ein Rad, das sich mit den Jahreszeiten dreht. Die wichtigste Zeremonie, Soyal, findet zur Wintersonnenwende statt. Es ist der Moment, in dem die Sonne am tiefsten steht und ihre Reise zurück in den Norden beginnt.
Für die Hopi ist dies ein entscheidender Moment, in dem sie durch Gebete und Rituale die Welt stabilisieren und der Sonne helfen, ihren Weg zurückzufinden, um so das Leben für ein weiteres Jahr zu sichern. Diese präzise Beobachtung des Himmels erinnert uns an andere große Kulturen der Antike. Wir sehen Echos der astronomischen Meisterschaft Ägyptens in der Ausrichtung der Pyramiden oder der Maya in ihren komplexen Kalendersystemen. Ohne direkte Verbindungen zu postulieren, erkennen wir ein universelles menschliches Bestreben, Ordnung im Kosmos zu finden und das irdische Leben mit dem Himmlischen in Einklang zu bringen. Für die Hopi ist diese Harmonie, dieses Tuning mit dem Universum von existenzieller Bedeutung. Ein Leben im Ungleichgewicht, Koyaanisqatsi, ist ein Leben, das von den kosmischen Rhythmen abgekoppelt ist. Die Prophezeiungen sind daher nicht nur moralische Lehren, sondern auch Warnungen vor den Konsequenzen einer kosmischen Dissonanz. Wenn die Menschheit aufhört, auf die Zyklen der Sterne zu achten und stattdessen ihren eigenen künstlichen Rhythmen folgt, entfernt sie sich vom Pfad des Lebens und steuert unweigerlich auf die reinigende Kraft zu, die das Gleichgewicht wiederherstellen wird. Im Herzen der Hopi-Weltsicht liegt ein Konzept, das oft missverstanden wird: die Natur der Prophezeiung selbst. In der westlichen Kultur neigen wir dazu, Weissagungen als unausweichliches Schicksal zu betrachten, als ein Drehbuch, das bereits geschrieben ist und dem wir passiv folgen. Für die Hopi ist dies eine gefährliche und lähmende Fehlinterpretation. Ihre Prophezeiungen sind keine deterministischen Vorhersagen, sondern vielmehr eine Landkarte der Möglichkeiten, eine dringende Warnung, die auf einer tiefen Einsicht in die Gesetze von Ursache und Wirkung beruht. Ein zentrales Bild, das diesen Gedanken verkörpert, findet sich in alten Felsritzungen, dem sogenannten Prophecy Rock. Es zeigt zwei parallele Pfade. Der obere Pfad wird von Figuren bevölkert, deren Köpfe vom Körper getrennt zu sein scheinen. Ein Symbol für ein Leben, das vom Intellekt und der Technologie dominiert wird, losgelöst von Herz und Geist. Dieser Weg führt zu einer Zickzacklinie und endet abrupt. Der untere Pfad ist einfacher. Er zeigt eine Figur, die mit einem Stock pflanzt und im Einklang mit der Natur lebt. Dieser Weg führt weiter in eine Zukunft des Friedens und der Harmonie, symbolisiert durch den großen Geist, Masaw, der auf die Ankunft wartet. Die Botschaft ist unmissverständlich. Die Menschheit steht an einer Weggabelung. Die Prophezeiung beschreibt lediglich die Konsequenzen jeder Wahl. Sie sagt nicht, welchen Weg wir nehmen müssen, sondern nur, wohin jeder Weg führt. Der Reiniger, der am Ende der vierten Welt erscheint, ist demnach kein willkürliches Ereignis, das von einer externen Macht gesendet wird. Er ist die natürliche, unausweichliche Konsequenz, wenn ein Lebensweg gewählt wird, der auf Gier, Ausbeutung und spiritueller Lehre basiert. Es ist das Immunsystem des Planeten, das auf eine Krankheit reagiert. Diese Perspektive verwandelt die Prophezeiung von einer passiven Schreckensvision in einen aktiven Aufruf zur Verantwortung. Sie legt das Schicksal zurück in unsere Hände. Jeder Einzelne, jede Gemeinschaft und jede Nation trägt durch ihre täglichen Entscheidungen dazu bei, welchen Pfad die Menschheit beschreitet. Die fünfte Welt ist kein garantiertes Erbe, sie ist eine Möglichkeit, die verdient werden muss, durch bewusste Entscheidungen für Gleichgewicht, Demut und Respekt vor allem Leben. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch die vielschichtige Welt der Hopi-Prophezeiungen. Was bleibt, ist nicht die Furcht vor einer unausweichlichen Apokalypse,
sondern das leise, aber eindringliche Echo einer tiefen Weisheit. Das wahre Vermächtnis der Hopi liegt nicht in der Vorhersage spezifischer Ereignisse, sondern in den zeitlosen Prinzipien, die sie ihrer Weltsicht zugrunde legen. Diese Prinzipien sind in ihren heiligen Steintafeln verankert, die ihnen, so die Überlieferung, vom großen Geist bei ihrer Ankunft in der 4. Welt übergeben wurden. Diese Tafeln sind mehr als nur Objekte. Sie sind ein spiritueller Kompass, eine Verfassung für ein Leben im Gleichgewicht. Sie lehren Tuvanasavi, das Konzept, dass das Land, auf dem sie leben, das spirituelle Zentrum des Universums ist und dass sie eine heilige Pflicht haben, es zu schützen. Dies ist keine arrogante Behauptung, sondern eine tiefgreifende Verantwortung. Es ist die Erkenntnis, dass unser Handeln an dem Ort, an dem wir stehen, Auswirkungen auf das gesamte Netz des Lebens hat. Die Prophezeiungen sind letztlich eine Diagnose des Zustands von Koya Aniskatsi, Leben aus dem Gleichgewicht. Dieser einzelne Begriff fasst die Essenz der modernen Krise zusammen. Eine Welt, die von hektischem, ziellosem Wandel, Umweltzerstörung und spiritueller Entfremdung geprägt ist. Die Hopi bieten keine einfachen Lösungen, keine technologischen Patente. Stattdessen bieten sie einen anderen Weg des Seins an. Einen, der auf Gemeinschaft statt auf Individualismus, auf Nachhaltigkeit statt auf endlosem Wachstum und auf Ehrfurcht statt auf Ausbeutung beruht. In einer Welt, die von Lärm und Ablenkung überflutet ist, erinnert uns die Stimme der Hopi-Ältesten daran, dass einige der wichtigsten Wahrheiten nicht in Datenströmen, sondern in der Stille der Wüste, im Rhythmus der Jahreszeiten und in den Geschichten zu finden sind, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Steintafeln mögen verborgen sein, aber ihre Botschaft hallt weiter nach. Die Zukunft ist kein ferner Ort, den wir entdecken, sondern eine Realität, die wir jeden Tag durch unsere Wahl zwischen Gleichgewicht und Chaos erschaffen.